Willkommen bei Alpin Apologia, deinem Kanal für christliche Apologetik. Dies ist das zweite Video der Reihe des Gottesbeweises der Information. Das letzte Mal haben wir gelernt, was universelle Information ist, wie sie definiert ist, dass sie aus den 5 Ebenen der Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik und Apobetik besteht. Und heute schauen wir uns die Naturgesetze an über universelle Information, definiert von Werner Gitt in seinem Buch Information der Schlüssel zum Leben. Wichtig zu wissen, Naturgesetze dürfen sehr wohl auch über immaterielle Werte wie Information definiert werden, solange sie den gleichen Ansprüchen wie physikalische Naturgesetze genügen, wie Widerspruchsfreiheit, Falsifizierbarkeit etc. Naturgesetze haben den allerhöchsten Vertrauensgrad in der Wissenschaft. Andere Aussageformen, die dann deutlich abgeschwächt sind, in absteigender Reihenfolge sind Theorien, Modelle, Hypothesen, Paradigmen, Spekulationen und Fiktionen. Also, was ist ein Naturgesetz? Naturgesetze sind präzise Aussagen über Tatsachen oder Prozesse, die man durch Beobachtung und Versuche wiederholt verifizieren konnte und die nie widerlegt wurden. Ganz wichtig. Wenn die Wahrheit eines präzise formulierten Erfahrungssatzes, also eines empirischen Satzes, wiederholt und auf reproduzierbare Weise verifiziert wurde, sodass er als gültig anerkannt ist, betrachtet man ihn als ein Naturgesetz. Merke, Naturgesetze müssen nicht zwingend mathematisch formuliert sein. Viele der heutigen physikalischen Naturgesetze waren ursprünglich auch nur verbal formuliert. Das Wesen von Naturgesetzen. Naturgesetze sind Erfahrungssätze und daher nicht wirklich beweisbar, aber dennoch sind sie gültig. Naturgesetze sind universell gültig. Das leiten wir vom Satz von der Einheitlichkeit der Natur ab. Naturgesetze gelten in gleicher Weise in der belebten Natur wie auch in der unbelebten. Naturgesetze sind nicht auf irgendein Fachgebiet beschränkt. Die Naturgesetze sind unveränderlich und Naturgesetze sind einfach. Ein Beispiel das Gravitationsgesetz, das eine sehr einfache Formulierung hat. Die Naturgesetze sind mit einem Absolutheitsanspruch formuliert und scheinen daher leicht widerlegbar zu sein. Also eine möglichst einfache Falsifikation ist gegeben. Das gleiche Naturgesetz kann auf unterschiedliche Weise ausgedrückt werden, also verbal oder in mathematischen Formeln. Alle Naturgesetze bilden ein in sich geschlossenes, widerspruchfreies System. Kein Naturgesetz widerspricht einem anderen. Die Gültigkeit eines Naturgesetzes kann an beliebig vielen und unterschiedlichen Beispielen erneut gezeigt werden. Naturgesetze erlauben keine Ausnahmen. Naturgesetze haben für Vorgänge in dieser Welt erlaubenden oder verbietenden Charakter. Also es verbietet sich zum Beispiel, dass man ein Perpetuum mobile bauen kann, wegen des zweiten thermodynamischen Satzes. Naturgesetze gibt es sowohl für materielle als auch für nicht materielle Größen. Und nun kommen wir zu den eigentlichen Naturgesetzen über universelle Information nach Werner Gitt. Das erste, universelle Information ist eine nicht materielle Grundgröße. Das heißt, sie ist weder eine Eigenschaft der Materie, noch ist sie mit ihr korreliert. Naturgesetz 2, eine rein materielle Größe kann keine nicht materielle Größe hervorbringen. Das heißt, die UI, die universelle Information, entsteht nur durch Willen, also Absicht. Naturgesetz 3 ist die UI kann in Zufallsprozessen nicht entstehen. Beispielsweise kann natürliche Auslese und Mutation nur auslesen und mutieren, was bereits vorhanden ist. Das vierte Gesetz, universelle Information kann nur von einem intelligenten Sender erzeugt werden. Da haben wir Untersätze 4a. Die Erstellung eines jeden Codesystems erfordert einen intelligenten Sender und ohne diesen kann es keine neue UI geben. Achtung, hier unterscheiden wir kopierte, modifizierte und kreative, also ursprüngliche UI. 4c, alle Sender respektive Urheber von kreativer UI müssen eine nicht materielle Komponente aufweisen. 4d, jede Übertragungskette von UI kann bis zu seinem ursprünglichen intelligenten Sender, der oft nicht sichtbar ist, zurückverfolgt werden. 4e, die Zuordnung von Bedeutung und deren Erkennung aus einem Zeichensatz sind alles intellektuelle Prozesse, die Intelligenz erfordern. Das habe ich jetzt alles sehr schnell gelesen. Bitte lese es euch nochmals durch und ja, denkt daran, diese Naturgesetze wurden bis heute nicht widerlegt. Und hier in der schematischen Zeichnung sehen wir auch die Beziehung von Sender und Empfänger, die möglich sind. Auch ein Überträger kann dazwischen geschaltet sein, aber der Überträger, sagen wir ein Computer oder eine Diskette oder ein Buch,
ist einfach nur ein durch Intelligenz geschaffenes System, das zwischengeschaltet wird. Auch der Empfänger kann durchaus ein durch Intelligenz geschaffenes System sein, eben ein Computer, ein Mikrofon und so weiter. Nun, schauen wir uns noch schnell die Apobetik-Aspekte der universellen Information an. Wir unterscheiden Herstellungsinformation, ein Beispiel ist die DNA oder RNA für die Proteinsynthese. In jeder Körperzelle ist die gesamte Bauanleitung gespeichert. Das ist die Herstellungsinformation. Die Betriebsinformation ist ebenfalls ein gutes Beispiel DNA, nämlich der Teil, den man früher Junk-DNA genannt hat. Und ja, der ist eben nicht für die Proteinsynthese, aber für viele andere Funktionen des Körpers zuständig. Hier wissen wir von einer Schätzung, der unbewusste Fluss von statistischer Information im menschlichen Körper ist ca. 3 mal 10 hoch 24 Bit pro Tag. Das ist eine unfassbar große Zahl, die eigentlich alle Bücher der Welt übersteigt. Dann haben wir als drittes die Kommunikationsinformation. Hier als Beispiel die Kommunikationssysteme der Ameisen, Bienen und Termiten. Und natürlich unsere menschliche Kommunikation auch. Nach diesem Einschub kommen wir zum 5. Naturgesetz der Information. Damit sich der pragmatische Aspekt der universellen Information im materiellen Bereich auswirken kann, bedarf es immer einer Maschine. Daraus leiten wir die Untersätze ab. 5a. UI und schöpferische Ideen sind für die Planung und schöpferische Kraft ist für die Konstruktion aller Maschinen nötig. 5b. Das Vorhandensein funktionierender Maschinen bedeutet immer, dass zuvor UI den Bereich des Materiellen beeinflusst oder beeinflusst hat. 5c. Sind Maschinen einmal konstruiert und gefertigt, so operieren sie ausschließlich im Rahmen der physikalischen und/oder chemischen Naturgesetze der Materie. 5d. Maschinen verarbeiten Materie in spezifischer Weise und erzeugen dabei Produkte, die niemals allein durch ungesteuert physikalisch-chemische Prozesse entstehen würden. Hier könnte man auch wieder viel dazu sagen. Denkt einfach daran, keiner dieser Sätze wurde bis heute widerlegt. Und das 6. Naturgesetz. Durch natürliche Prozesse kann vorhandene, auf Materie gespeicherte universelle Information niemals zunehmen, sondern immer nur abnehmen. Das heißt, es gibt kein Naturgesetz zur Erhaltung von Information, wie jetzt beispielsweise der Energieerhaltungssatz der Physik. Mit diesen Naturgesetzen können wir auch Unmöglichkeitssätze formulieren, also negative Formulierungen. Das wäre mal aus dem 3. Naturgesetz. Es ist unmöglich, dass UI in reinen Zufallsprozessen entstehen kann. Und aus dem 4. Es ist unmöglich, dass UI ohne einen intelligenten Sender entstehen kann. Und hier noch ein aus dem Untersatz 4a. Es ist unmöglich, ohne einen intelligenten Sender ein Codesystem zu erstellen. Und 4b. Es ist unmöglich, eine UI-Kette vorzufinden, bei der die ursprüngliche UI nicht von einer intelligenten Quelle erzeugt wurde. Werner Gitt geht noch einen Schritt weiter und versucht den Ansatz, eine Definition des Lebens durch entsprechende Naturgesetze. Da haben wir als erstes Naturgesetz des Lebendigen. Das Lebendige ist eine nicht materielle Größe. Es ist weder Materie, noch Energie, noch Information. Lebendiges ist auf der materiellen Ebene eine Maschine, die Energie zielorientiert umsetzt. Das Lebendige ist auf der Informationsebene ein hochkomplexes Programm, das den Aufbau aller funktionalen Strukturen bewirkt, durch die Herstellungsinformation und alle materiellen und informationsübertragenen Prozesse steuert. Das wäre dann die Betriebsinformation. Und das Lebendige ist auf der Ebene des Lebens jene Größe, die den Unterschied zwischen Leben und Tod definiert. Da das Lebendige eine nicht materielle Größe ist, kann es auch nur von einer Quelle stammen, die selbst mindestens eine nicht materielle Komponente haben muss. Und da kommen wir schon zum 2. Naturgesetz des Lebendigen. Das Lebendige kann nicht von allein in der Materie entstehen. Es braucht für seinen Ursprung eine nicht materielle und allwissende Quelle. Mit dem Naturgesetz des Lebendigen Nummer 3 überschreiten wir die Grenze des naturwissenschaftlich Beantwortbaren. Und genau so lautet auch das 3. Naturgesetz. Das Lebendige braucht eine Quelle des Lebens. Wer diese Quelle ist, kann naturwissenschaftlich nicht beantwortet werden. Und auch das 4. Naturgesetz. Die Quelle, woher alles Lebendige seinen Urgrund hat, ist Jesus. Wie gesagt, diese 2 Naturgesetze sind außerhalb der Naturwissenschaft zu suchen. Wir haben aber trotzdem klar zuverlässige
Zeugnisse zu dem Thema, und zwar die Bibel mit Johannes 1, 1-3 und Kolosser 1, 16 und viele mehr. Mir ist bewusst, das ist natürlich jetzt der kontroverseste Teil und ihr könnt das auch ignorieren ab Gesetz 2, kein Problem. Vor allem die Naturgesetze des Lebendigen sind wahrscheinlich kontrovers, aber die Naturgesetze über die Information sind hieb- und stichfest. Sie wurden bis heute nicht widerlegt. Und bei den Naturgesetzen des Lebens braucht es bestimmt noch Forschung. Ja, damit sind wir schon am Ende des zweiten Videos, wo wir dargelegt haben, was die Naturgesetze der Information sind und auch einen Vorschlag für Naturgesetze des Lebens gesehen haben. Im dritten Video werden wir dann die Schlussfolgerungen aus diesen zwei Videos, vor allem aus den Naturgesetzen, ziehen und das wird dann den eigentlichen Gottesbeweis der Information ausmachen. Damit wünsche ich Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal bei Alpin Apologia.